Verdammt nochmal, was ist dein Problem? Dass ich dich nicht mehr aus meinem Kopf kriege, verdammt! Willkommen auf Mallorca. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug aus Rom. Ricardo! Nicht mehr lang. Hallo Papa, hier ist Julia. Hallo Julia. Schön, dass du zurückrufst. Wie geht es dir? Es tut mir leid, dass ich mich nie gemeldet habe. Es ist einfach unglaublich. Philipp liegt schwer verletzt im Krankenhaus und alles, was diese Presseleute im Sinn haben, sind irgendwelche Gerüchte. So läuft das Spiel eben. Umso wichtiger, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Trotzdem schade, dass Ludwig den Termin nicht wahrnehmen konnte. Wäre schon amüsant gewesen, wenn unser Familienoberhaupt bei der Pressekonferenz zugegen gewesen wäre. Dafür hattest du doch deinen großen Auftritt. Ich hätte jederzeit den Vortritt gelassen. Könnt ihr endlich aufhören mit dem Scheiß? Ludwig hatte seine Gründe, da bin ich mir ganz sicher. Hast du den Blutfleck auf der Straße gesehen? Helena, Philipp wird wieder gesund werden. Verzeihung, Graf Landstein, Comtesse. Die Gräfin bat mich, nach Ihnen zu sehen. Darf ich ausrichten, dass Sie wir zurück kommen sind? gleich. Helena, schau mich an. Du hast dich richtig entschieden. Es ist besser so. Ich weiß. Ich hoffe es. Es ist nur... Ich höre immer wieder dieses Geräusch, den Aufbrennen. Ich kriege das nicht aus meinem Kopf. Komm. Ich kann da jetzt nicht rein. Liebling. Entschuldigt, ich war noch mit Helena im Krankenhaus. Gibt es etwas Neues? Ja, Philipp ist wieder bei Bewusstsein, aber noch sehr schwach und nicht ansprechbar. Nico ist bei ihm. Graf Landstein, darf ich Ihnen noch ein Gedeck auflegen? Nein, ich esse heute nicht mehr. Ist alles in Ordnung? Ja. Wenn du möchtest, kann ich dich nachher bezüglich dieser Pressekonferenz auf den neuesten Stand bringen. Ich denke, das kann bis morgen warten. Ich habe heute eine Menge zu tun und es war ein langer Tag. Entschuldige bitte. Und was schreiben Sie über deinen großen Auftritt? Tja, ich habe den Eindruck, irgendjemand ist mir dazu vorgekommen. Es gibt viele Arten von Geschichten. Ganz speziell sind solche, die über uns erzählt werden und auf die wir nicht den geringsten Einfluss nehmen können. Und wenn ich Pech habe, wird mein Traum vom Erfolg ganz schnell zum Albtraum. Schon seit Monaten ist Marlene von Lahnstein häufiger in Gesellschaft ihres Managers als ihres Gatten zu sehen. Das führte zu Gerüchten, die sich nun bewahrheitet haben. Marlene hat ein neues Glück gefunden in den Armen ihres Schwagers. Aha. Und mir liegst du ständig mit diesem Schnulz von ewiger Liebe in den Ohren? Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wie kommen die denn darauf? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Die noch junge Ehe von Hagen und Marlene ist damit am Ende. Dabei ist es erst wenige Monate her, dass der Graf und das blonde Musical-Sternchen sich das Ja-Wort gaben. Musical-Sternchen. Ist das Ihre einzige Sorge? Hier geht es nicht um persönliche Eitelkeiten. Hier geht es darum, dass die ganze Familie in den Schmutz gezogen wird. Was? Das glaube ich ja nicht. Was, Graf Lahnstein hat eine Affäre mit Schwägerin? Was?
Aber das stimmt doch gar nicht. Ja, natürlich nicht. So eine Schweinerei. Marlene. Oh, Kind, du zitterst ja. Ja, das ist ja auch unglaublich. Was kann ich denn dafür, wenn die sich solche Geschichten ausdenken? Gute Frage. Du tust ja gerade so, als wäre ich schuld an diesem Artikel. Ich bin das Opfer. Mir kommen die Tränen. Morgen findet eine Veranstaltung der Lahnstein-Stiftung statt. Wir werden Fotografien von Nico ausstellen und für einen guten Zweck verkaufen. Diese Art von Aufmerksamkeit ist wirklich das allerletzte, was wir dabei gebrauchen können. So, jetzt haben wir uns alle genug aufgeregt und übermorgen spricht kein Mensch mehr davon. Wir hatten schon schlimmere Schlagzeilen, nicht wahr? Oh, was Sie angeht, habe ich dabei keinen Zweifel. Elisabeth. Jetzt warte doch mal. Unterschreiben die nur, damit die Leute was zu reden haben. Und damit die eine Schlagzeile haben. Ich meine, Marlene würde Hagen doch niemals betrügen. Nie im Leben. Die führt die perfekte Ehe. Die muss ja völlig durch den Wind sein. Ich ruf sie mal an. Ja. Und die Leute, die glauben das. Verklagen muss man die. Ja, wenn du immer wegrennst. Komm, hey, pass es nicht. Ich hab doch gesagt, du hast keine Chance, alter Mann. Von wegen, alter Mann, dir zeige ich's noch, ja? Mama, ich glaube, du musst mit Papa ein bisschen trainieren. Der ist ganz schön lahm geworden. Gegen mich hat er sowieso keine Chance. Moment, was soll das werden, eine Verschwörung? Timo, warte mal. Ich habe gerade mit Opa telefoniert. Ich soll dich grüßen. Ach nee, das ist ja ein Ding. So, jetzt tut doch nicht so überrascht. Ich bin ja nicht durch den Ärmelkanal geschwommen oder so. Ich habe nur mit meinem Vater telefoniert. Sowas tun Töchter manchmal. Ist klar. Ja, schon manchmal richtig lästig, dass sie ständig den Telefonhörer am Ohr hat. Und erst die teuren Telefonrechnungen durch all die Telefonate nach Deutschland. Ich weiß, das war längst überfällig. Freut mich, dass du wieder Kontakt zu ihm hast. Und vielleicht können wir ihn ja mal in Düsseldorf besuchen. Meinst du, dass ich hier mit dem Miss Web T-Shirt Contest gewinne? Das kann ich so nicht beurteilen. Na, dann wart mal ab. Hier geblieben, junge Frau. Wieso? Du hast was vergessen. Was denn? Hey, wie geht's dir? Ich war nur kurz duschen und bin quasi schon wieder auf dem Weg ins Krankenhaus. Gibt's irgendwas Neues? Er ist kurz zu sich gekommen, aber immer noch nicht ansprechbar. Habe ich dir eigentlich mal die Geschichte erzählt, wie Philipp und ich damals dieses Mofa geklaut haben? Das war in unserem ersten Jahr im Internat. Da waren diese Mädels und Ich glaube nicht, dass ich diese Geschichte hören möchte. wir wollten denen zeigen, wie cool wir sind. Also haben wir das Mofa vom Hausmeister geklaut. Und am Anfang hat das auch gut funktioniert. Es sah ziemlich lässig aus, als wir an denen vorbeigebraust sind. Und dann kam die Mauer. Oh. Tja, unser Abflug, der sah dann nicht mehr ganz so lässig aus. Jedenfalls lagen wir dann nachher beide mit einem gebrochenen Arm auf der Krankenstation. Und Philipp, der war so fertig, der musste gleich doppelt so lange da bleiben wie ich. Ja, was soll ich sagen? Am Ende hatte ich nur eine 3 in Mathe. Und Philipp, der war so fertig, dass er die Arbeit ganz außen lassen hat. Nico, er wird wieder. Bestimmt denkt er sich gerade, ich schlafe mich mal so richtig aus und dann bin ich doppelt fit für Nico. Danke, Tristan. Danke, Freunde. Ich verstehe nicht, wieso ich einen Manager habe, wenn er da nicht ans Telefon geht. Dein Manager oder dein Liebhaber? Sehr witzig, vielen Dank. Ich weiß nicht, warum du dich so aufregst, Marlene. So wie deine Karriere gerade läuft, kannst du froh sein, dass du es überhaupt in die Schlagzeilen geschafft hast. Und wie bitte kommst du darauf, dass mir Publicity so wichtig ist?
Fragst du das im Ernst, Bühnenschlampe? Danke. So, dann werde ich jetzt mal ordentlich was erzählen. Marlene, hey, du musst noch eine ganze Menge lernen. Hysterische Gräfin bedroht Reporter ist auch eine hübsche Schlagzeile. Pass auf, gegen die Presse kannst du nichts machen, mit ihr alles. Find raus, wer die Schlagzeile kommt und nutze sie. Und Hagen? Manchmal frage ich mich, warum ich mich nicht einfach mit meinem Sofakissen unterhalte. Das habe ich gehört. Hagen. Hör zu, Marlene. Das ist anders, als es vielleicht aussieht. Ich verstehe das alles nicht. Das hier ist völliger Blödsinn. Kein einziges Wort davon ist wahr. Nein, natürlich nicht. Ich würde dich niemals betrügen. Nein, das glaube ich auch nicht. Wie konnte ich so einen Fotomuffel heiraten? Muffel. Muffel. Ich? Ja. Aha. Na, warte. Nein, ich ergebe mich. Gibst du zu, dass ich eine richtige Frohnatur bin, selbst wenn du mir deine Kamera ins Gesicht hältst? Immer. Gute Antwort. Danke. Auf dich und deinen Geburtstag. Ist alles in Ordnung? Klar, was soll sein? Wenn du doch irgendwann darüber reden möchtest. Ich bin für dich da. Danke. Ich werde mich gleich morgen früh darum kümmern. Tristan, ich habe versucht, dich zu erreichen. Was ist denn los? Was los ist? Ich sag nur, Gräfin hat eine Affäre mit Schwager. Ach du Scheiße. Wir müssen gleich morgen früh eine Gegendarstellung aufsetzen. Diese Idioten, dass sie das ausgerechnet jetzt bringen müssen, wo Philipp im Krankenhaus liegt. Was soll das denn bitte heißen? Das wüsste ich auch gerne. Ihr wisst doch, was man sagt. Es gibt keine schlechte Presse. Soll das etwa heißen, du hast davon gewusst? Hey, du kommst klar? Klar. Es war nicht deine Schuld. Ich habe zwar immer gewusst, dass du ein Holzkopf bist. Stimmt doch. Wenn ich Philipp nicht gerufen hätte, dann wäre er nicht stehen geblieben und dann wäre der Unfall nie passiert. Olli, das war ein Unglück. Ein Unfall. Hör auf, dich deswegen fertig zu machen. Ja, ich weiß. Danke, ist okay. Hey, Christian. Geht's dir okay? Geht so. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann... Und wie? Naja, wir könnten zum Beispiel reden. Danke, ist mir gerade nicht nach. Mach's gut. Naja, ich habe nicht direkt davon gewusst, aber sagen wir mal, ich hab's geahnt. Und wie? Dieser Journalist hat mich angesprochen, er wollte wissen, ob da was läuft zwischen mir und meiner Schwägerin. Und du hast ja gesagt? Nein, natürlich nicht. Ich hab einfach nicht widersprochen. Du spinnst ja.
Du solltest dich echt mal auf die Couch legen. Danke, da war ich schon. Mir ging's nie besser. Wie kannst du zulassen, dass die sowas drucken? Muss ich euch das wirklich erklären? Wie oft in deinem Leben hast du es schon mit einem Foto in die Zeitung geschafft? Ein einziges Mal. Bei deiner Hochzeit. Lydia hat eine Home Story über mich gebracht. Und 2008 wurde von meiner Premiere berichtet. Wie kannst du zulassen, dass meiner Frau eine Affäre angedichtet wird? Wo soll das hinführen? Hat Marlene jetzt jede Woche einen anderen oder was? Keine Sorge, so schnell lasse ich mir keine Hörner aufsetzen. Ja, findest du das jetzt auch noch witzig? Philipp schwebt zwischen Leben und Tod und der junge Graf vergnügt sich mit seiner Schwägerin. Ist das die Art von Anzeige, auf die du es abgesehen hattest? Dieser Artikel hätte nicht jetzt erscheinen sollen. Das tut mir leid und das weißt du auch. Toll. Und was ist mit mir? Du hättest das echt vorher mit mir absprechen müssen. Das wollte ich auch, aber dann kam Philipps Unfall dazwischen und dann habe ich nicht mehr daran gedacht. Okay. Ich erwarte von dir, dass du diese Sache aus der Welt schaffst. Nichts leichter als das. Morgen bei der Ausstellungseröffnung präsentiert ihr euch als das glücklichste Paar auf der ganzen Welt. Und du bist ein paar 100.000 Menschen mehr bekannt. Und du glaubst, das funktioniert wirklich? Natürlich wird es das. Das glaube ich nicht. Ich werde nicht zulassen, dass du die Lahnstein-Stiftung für deine Publicity-Spielchen benutzt. Hey, Hi. das ist ja eine Überraschung. Na, ich wollte mal sehen, was der Vordersack hier so treibt. Philipp freut sich bestimmt. Ist er... Nein, aber er spürt ganz sicher, dass wir hier sind. Ich hol mir einen Kaffee, willst du auch einen? Aber ich muss dich warnen, die Brühe ist wirklich furchtbar. Gerne. You weigh down, you're full of something, of sickness and desertion. You weigh down, you're full of something, you're underneath it all. So say goodbye to love and hold your head Helena. up high. There's no need to rush. We're all just waiting, waiting to die. Und lass dich nicht unterkriegen. Wir sind alle bei dir. Ich rede auch mal mit ihm. Danke. Ja, und mit dem Essen ist es nicht anders. Ich bin froh, dass Frau Linse darauf bestanden hat, dass ich etwas mitnehme. Nicola, ich muss dir noch was sagen. Du hast noch keine Zeitung gelesen? Nein? Naja, es geht um Marlene. Ich dachte, es wäre eine gute Promotion, wenn die Presse denkt, dass Marlene eine Affäre mit ihrem Manager hat. Du und Marlene? Ja? Jedenfalls war es der völlig falsche Zeitpunkt für sowas nach Philipps Unfall. Du bist hier. Bei Philipp und bei mir. Und wir wissen, dass wir uns auf dich verlassen können. Immer. Das ist im Moment das Einzige, was zählt. There's no need to rush. We're all just waiting. Bist du mir doch böse? Nein, warum soll ich dir böse sein? Naja, Elisabeth war ja ganz anständig unter Dampf. Mir gefällt es auch nicht, dass Tristan mit solchen Mitteln arbeitet. Außerdem
So eine Art von Presse hast du gar nicht nötig. Nein. Nein, natürlich nicht. Dafür bist du viel zu talentiert. Du bist richtig gut. Du wirst es auch so schaffen. Ich glaube an dich. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Schatz, schläfst du? Jetzt nicht mehr. Oh, sorry, war ich zu laut. Ist schon gut. Ich war noch bei Olli. Oh Mann, der ist so in seinem Film drin. Der glaubt echt, er sei schuld an dem Unfall. Elena? Halte mich einfach ganz fest, okay? Lässt sich machen. Nacht. Nacht. Olli, oh Gott. Hast du mich erschreckt? Was machst du denn so spät noch hier? Kannst du nicht schlafen? Nein. Soll ich dir vielleicht einen Tee machen oder... Ich hab noch Baldrian. Es liebt einer, danke. Ich geh wieder ins Bett. Okay. Gute Nacht. Ich hab dir doch gesagt, dass sie noch zurückrufen wird. Danke, Charlie. Ich hätte sie wirklich nicht angerufen. Ich sage ja, ohne mich seid ihr aufgeschmissen. Auf Julia. Und Jan. Jan, wo immer er sein mag. Arno, es geht ihm bestimmt gut. Du siehst doch, Julia hat sich auch ein neues Leben aufgebaut. Mit ihrem Mann auf Mallorca. Du hast gesagt, am Telefon klang sie glücklich. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es geht ihr wirklich gut. Siehst du, so wird es bei Jan auch sein. Er hat irgendwo noch mal ganz von vorne angefangen. Und dass er sich nicht bei dir meldet, liegt daran, dass er die Vergangenheit hinter sich lassen will. Es ist einfach zu viel passiert. Weißt du, Charlie, ich hätte ja wirklich etwas Nein, anderes Arno, fang gar nicht erst damit an. Clarissa war diejenige, die die Kinder getrennt hat. Wenn Jan und Julia als Geschwister aufgewachsen wären, dann hätten sie sich doch gar nicht erst ineinander verliebt. Kannst du verstehen, wie sie unseren Kindern so etwas antun konnte? Clarissa hat oft Dinge getan, die ich nicht verstanden habe. Schon gefrühstückt? Gutes Timing. Komm rein. Guten Morgen, Olli. Na? Morgen.
Ja, das passiert mir auch immer, dass ich auf der Couch einpenne. Beim nächsten Morgen hat man dann diese Chipskrümel im Haar. Du darfst nicht vergessen zu duschen, bevor du zur Arbeit gehst. Stell dir mal vor, du stellst jemandem ein Getränk hin und dann fällt dir ein Erdnussflip aus dem Haar. Wäre echt peinlich, ne? Zum Glück hat Olli nicht so lange Haare. Stimmt. Kaffee oder Tee? Scheiße. Ihm geht's ja immer noch nicht besser. Sieht nicht so aus. Ja. Ich melde mich bei Ihnen. Ich rufe zurück. Wieder. Du bist aber heute früh unterwegs. Ach, Elisabeth, du weißt ja, was los ist. Der Brand, Yakamotos Forderung, die Versicherung, die nicht zahlt. Und jetzt auch noch Philipps Unfall. Ja, und als ob das nicht alles schon genug wäre, dann auch noch Tristan. Was hat er sich bloß dabei gedacht? Vermutlich glaubt er, dass das zu seinen Aufgaben als Marlenes Manager gehört. Naja, irgendwas muss er ja tun, damit sie erfolgreich ist. Aber doch nicht auf Kosten der Familie. Ich werde mit ihm reden müssen, wenn ich Zeit dazu finde. Wenn du willst, kümmere ich mich darum. Das ist sehr lieb von dir. Liebling, Ja? ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht mutest du dir doch zu viel zu. Ich habe den Eindruck, dass du in den letzten Tagen etwas blass aussiehst. Nein, mir geht es gut. Was man von der Firma allerdings nicht behaupten kann. Ich weiß, es klingt pietätlos, aber Tanja hat recht. Wir müssen diesen Gremiumvertrag so schnell wie möglich unterschreiben. Sonst ist Lahnstein Enterprises handlungsunfähig. Aber das können wir Nico im Moment nicht zumuten. Ich weiß. Philipp ist bestimmt bald wieder gesund. Und was soll in den paar Tagen passieren? Mach dir nicht so viele unnötige Gedanken. Wenn dieser schreckliche Unfall eins gezeigt hat, dann, dass unsere Familie zusammengehält. Guten Morgen. Morgen. Schöne Frisur. Dankeschön. So, und du hast eine Affäre mit deinem Schwager. Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Luder bist. Vorsicht, du Zwerg. Jetzt packe ich hier gleich ein paar echte Ludergeschichten aus. Immerhin bist du jetzt ein Promi. Das wolltest du doch immer. Sag mal, verbündet ihr euch beide jetzt gegen mich? Nehmt ihr das nicht alles ein bisschen sehr auf die leichte Schulter, Mädels? Was hat Hagen denn nun dazu gesagt? Ach, der hat zum Glück gar nicht erst geglaubt. Vielleicht sollte ich sauer sein, weil er so gar nicht eifersüchtig war. Ach so, dann ist also alles wieder in Ordnung. Sag nicht, du hast dem Müll wirklich geglaubt. Nein, natürlich nicht. Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Mein großartiger Manager fand das eine gute Idee. Was? Tristan? Das glaube ich nicht. Ich finde es gar nicht so blöd. Ja, genau so läuft es doch mit den ganzen Hollywood-Promis. Denen wird eine Affäre nachgesagt. Und dann zeigen sie sich verliebt mit ihrem Mann bei irgendeiner Premiere. Und danach sind sie wochenlang in der Presse. Und werden immer berühmter. Oh, Thomas, ist es wieder soweit? Was habe ich falsch gemacht? 3 so wunderschöne Mädels. Und nicht einen Funken Anstand im Leib. Schämt euch. Mal ehrlich, Vicky. Haben wir das nicht ganz anders vorgelebt? Dass man mit harter Arbeit und Ehrlichkeit am weitesten kommt? Also langsam glaube ich, dass der Umgang mit den Lahnsteins nicht der richtige für euch ist. Die bringen euch nur auf dumme Gedanken. Zum Glück machst du da nicht mit, Marlene. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ich würde sagen, wir können den Fokus erstmal so ein bisschen vom Cardio wegnehmen und uns mehr auf Muskelaufbau konzentrieren. Ja? Was immer du sagst, Coach. Lass uns später weitermachen, okay? Dana, über deine Zeiten können wir auch mal sprechen. Ich habe die Zeitung gesehen. Bei der Schlagzeile habe ich echt gedacht, also, Ich auch. Aber ist zwischen Hagen und mir überhaupt nichts passiert? naja, Oh, ein Kuss. Das wird sich niemals wiederholen. wenn du das sagst. Hast du eigentlich schon mal mit Olli gesprochen? Der ist zurzeit ziemlich neben der Spur. Ich hab's versucht. Ich mache mir echt Sorgen.
Diese Schuldgefühle Philipp gegenüber, das ist eine richtig fixe Idee geworden. Ich habe das Gefühl, der kommt da gar nicht mehr raus. Das glaube ich auch, aber was soll ich machen? Kannst du nicht mal mit ihm reden? Ich habe das Gefühl, du bist der Einzige, der ihm helfen kann. Weißt du, wie oft ich das schon versucht habe? Aber wir müssen irgendwas tun. Ich weiß nur, dass ich im Moment der Letzte bin, von dem er sich helfen lassen will. Ich denke, uns allen ist klar, dass es momentan ganz besonders schwere Zeiten für die Familie sind. Und zwar in jeder Hinsicht. Wir können uns den Egoismus Einzelner einfach nicht leisten. Nur wenn wir zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen, wird die Familie wieder auf die Beine kommen. Amen. Ich hoffe, das war's mit der Sonntagsansprache. Ich würde gerne in Ruhe frühstücken. Tristan? Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich wiederhole mich gerne. Es war ein Versehen. Der Zeitpunkt für den Artikel war absolut unpassend. Gut. Ich denke, das haben alle gehört. Hast du denn schon Kontakt mit der Presse aufgenommen, damit die das richtig stellen? Nein, habe ich nicht. Du solltest wenigstens zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast und die Verantwortung dafür übernehmen. Ach, und wie stellst du dir das vor? Aber das ist doch ganz einfach. Du erklärst, dass du das Gerücht in die Welt gesetzt hast und du veröffentlichst deine Gegendarstellung. Wenn ich das tun würde, dann wären wir erledigt. Weg vom Fenster. Du meinst wohl, du wärst erledigt? Ich sowieso, aber so einfach ist das nicht. Das hätte auch Konsequenzen für Marlene. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Journalisten mögen es gar nicht, wenn sie an der Nase herumgeführt würden. Deine Karriere wäre vorbei. Welche Karriere? So, kannst du mal den Mund halten? Ja? Entschuldigen Sie, aber da ist wieder ein Anruf von einem Journalisten, der ein Interview will. Sagen Sie, dass ich nicht zu sprechen bin. Okay, und Motherby, der Kunsthändler, hat angerufen. Er versucht schon seit einer ganzen Weile, Helena zu erreichen. Ich kümmere mich darum. Ach, und schicken Sie Tanja rein. Mach ich. Ihr präsentiert euch morgen auf der Ausstellungseröffnung zusammen und alles wird gut. Dann hat das Ganze von selbst ein Happy End. Wir sollen morgen wie die dressierten Äffchen in die Kameras strahlen, um deine Fehler auszubügeln? Wenn sich die ganze Sache doch so beilegen lässt? Gräfin, die Presse ist... Ja, danke, Justus. Na wunderbar, die Presse natürlich. Es gibt wohl schon diverse Anrufe. Es wird Zeit, dass wir eine klare Linie beschließen. Ich weiß, dass dir das egal ist, aber ich habe hart dafür gearbeitet, dass die Familie wieder an einem Strang zieht. Umso weniger verstehe ich es, dass du nicht längst dafür gesorgt hast, dass dieser Gremiumsvertrag unterschrieben wird. Ach, und da setzt du einfach eigenständig einen neuen Termin für die Vertragsunterzeichnung ein. Ja, ich dachte, du hättest es vielleicht vergessen. Bist ja nicht mehr der Jüngste. Philipp liegt im Krankenhaus. Er ist gerade erst über den Berg. Eben, er ist über den Berg. Wir waren jetzt lang genug betroffen und haben uns mit tränenfeuchten Augen fotografieren lassen. Sag mal, worauf wartest du eigentlich noch? Auch wenn du es nicht begreifen willst, wir sind eine Familie. Und wir warten darauf, bis es Nico wieder besser geht. Ach, ich dachte, Philipp hatte den Unfall. Tanja? Ich will Linie, Clarisse. Und ich werde nicht mehr lange warten. Wenn du dich nicht beeilst, lasse ich diesen ganzen Gremiumsscheiß platzen und kauf's mir selbst. Ich denke, ich lasse dich noch was arbeiten. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Der junge Graf und seine Schwägerin. Es wird auch so viel geschrieben, was nachher nicht stimmt. Also, ich traue den Wolfs-Schwestern so einiges zu. Der einen wie der anderen. Und der eigene Schwager, da bleibt's wenigstens in der Familie. Sollten Sie meiner Tochter was zu sagen haben, dann sollten Sie ihr dabei ins Gesicht sehen. Ja, die andere Wolfs-Schwester. Also, haben Sie meiner Tochter was zu sagen? Da fällt mir so einiges ein. Bitte, ich höre. Papa. Ihnen sollte doch klar sein, dass keine meiner Töchter sowas machen würde. Herr Wolf, ich wollte es auch nicht glauben. Wirklich rührend. Du machst dir Sorgen, oder? Ich habe so lange auf diese Chance gewartet. Weißt du, wenn Tristan jetzt eine Gegendarstellung drucken lässt und meine ganze Karriere darunter leidet... Ich glaub das nicht. Ich hab's schon mal gesagt und ich wiederhole mich gerne. Du bist gut, wirklich talentiert. Du wirst es schaffen.
Und alle Leute werden dich kennen, aber wegen deiner Leistung nicht, weil du dein Privatleben ausschlachten lässt. Ach, das wäre schön. Weißt du was? Du hast recht. Ich bin froh, dass du das sagst. Man sagt dir gegenüber, würden wir sowieso in einem Zelt leben. Irgendwo ganz weit weg von meinem Schuhschrank und meinen Schminksachen. Das hätte zumindest einen entscheidenden Vorteil. Und der wäre? Wir wären ganz allein. Die ganze Zeit. Da müsste ich mir, glaube ich, noch überlegen, ob ich das so reizvoll finde. So? Naja, du warst kein bisschen eifersüchtig. Nicht ein kleines Stück. Weißt du, manchmal steht in der Zeitung auch die Wahrheit. Ich vertraue dir jedem. Ach, ist das so? Das ist gut. Ich dir nämlich auch. Aber ich bin die Strecke schon 100 Mal gefahren. Aber nicht alleine. Ja. Warte, bis ich mit der Arbeit fertig bin und dann fahren wir heute Abend zusammen, okay? Wohin wollt ihr denn? Zum Flughafen. Papas Gepäck ist angekommen, aber er hat jetzt keine Zeit. Heute Abend habe ich Zeit. Ich aber nicht. Ja, dann fahren wir eben gleich. Echt? Na klar, warum denn nicht? Cool. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe heute viel auf dem Zettel. Also du springst rein und ich warte im Auto. Ich hol schon mal den Wagen. Warte mal kurz. Ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Ja. Du? Ihr seid so blöd. Also. Nee, jetzt nicht. Ach komm bitte. Vielleicht ist es doch gar keine so schlechte Idee, wenn ich Arno mal wieder einlade. Opa kommt? Super. Einfach so. Na klar, warum denn nicht? Wer bist du und was hast du mit meiner Julia gemacht? Vielleicht liegt's am Alter. Solltest du auf deine alten Tage noch vernünftig werden. Niemals. Zum Glück. Lass mich raten, du willst ein Zeichen setzen und deinen Manager feuern. Ja, ganz genau. Und du tust das nicht zufällig, weil es dann eine weitere Schlagzeile gibt. Nein, ich tue das für meine Ehe. Na bitte. Hagen ist mir wichtiger als alles andere. Gute Wahl. Besonders, wenn deine Ehe wegen einer Zeitungsente in Gefahr ist. Das ist sie überhaupt nicht. Und deswegen musst du mich auch entlassen. Ich sag dir was, Marlene. Du wirst diesen Schritt bereuen. Ganz bestimmt nicht. Wer warst du denn vor einem halben Jahr? Da hattest du keinen Manager, den du feuern konntest. Du wusstest nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Ohne mich würde dich heute immer noch kein Schwein kennen. Ich hab dir vertraut und dann bringst du Hagen und mich in so eine Situation? Vielleicht habe ich dich einfach überschätzt. Überschätzt? Deine provinziellen Moralvorstellungen passen eben nicht zu einem echten Star. Dieser Artikel war ein verdammter Geniestreich. Schade, dass du zu kurzsichtig bist, um das zu kapieren. Kurzsichtig. Das ist immer noch Marlenes Entscheidung, wie sie in der Öffentlichkeit dastehen will. Bitte, natürlich. Von mir aus mach, was du willst. Mir ist das völlig egal. Nur, deine Karriere ist damit vorbei. Das glaube ich nicht. Smack, smack, crack, bush whack. Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Olli? What if you did? What if you walk? What if you tried to get on, baby? Hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby.
sexy and the hair. Ich find's toll. Das wolltest du doch die ganze Zeit. Naja, gerade jetzt. Nico ist Tag und Nacht an Philipps Bett und ich fahre zu Julia in die Sonne nach Mallorca. Naja, Arno, du gehst ja nicht auf Weltreise. Und was willst du im Moment hier schon ausrichten? Oh, ich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken. Nico könnte denken, ich wäre nicht mehr für sie da. Nico ist hier nicht allein. Und ich bin mir sicher, dass sie versteht, was es für dich bedeutet. Das wird Luca sein. Hallo. Hallo, Frau Schneider. Ich soll hier was abholen. Ja. Hallo. Hallo. Das Bild kommt in mein Büro. Wird sofort erledigt. Danke. Tschüss. Du willst dir tatsächlich Clarissa ins Büro hängen? Ich würde gerne den Koffer von Ricardo Mendes abholen. Der war auf einem falschen Flieger. Der Koffer. Ja. Na, gut geschlafen. Man sagt gerne, was man in der ersten Nacht träumt, geht auch in Erfüllung. Aber das ist natürlich ein Aberglaube. Ich träume eigentlich selten. Ich möchte Ihnen gerne Dr. Mendes vorstellen. Seine Familie finanziert unser Zentrum. Padre Jan ist unser neuer Jugendleiter. Schön, dass Sie Monsignor Matteo gewinnen konnten. Jan, freut mich sehr. Sie werden sicher auch bald Dr. Mendes Sohn Timo kennenlernen. Er und unsere Küchenhilfe, Emilio, sind die besten Freunde. Timo, das klingt aber deutsch. Meine Frau ist Deutsche. Kommen Sie doch zum Essen, wir würden uns sehr freuen. Ja, das mache ich sehr gerne. Monsignor, Padre. Es hat mich sehr gefreut. Bon dia. Entschuldigung. Danke. Bitte. To